Hallo, ich bin Diego Semmler. Ich bin im Moment 34 Jahre alt. Ich habe in Laubach mein Abitur gemacht, dann in Gießen und Seattle studiert, in Darmstadt promoviert und zurzeit arbeite ich für eine Unternehmensberatung in der IT-Branche. Ich bin Bundestagswahlkandidat für den Wahlkreis 173, Gießen und westlicher Vogelsberg. Und zunächst mal möchte ich mich bei all denen bedanken, die meine Kandidatur unterstützt haben und auch immer noch unterstützen. Denn so eine Kandidatur ist nicht nur die Leistung eines Einzelnen, auch wenn ich hier vorne stehe, sondern es ist auch immer eine Teamarbeit. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, Deutschland ist ein tolles Land, für das es sich wirklich lohnt zu engagieren, und deswegen trete ich für den Bundestag an. Ich glaube aber auch, dass es einige Themen gibt, die wir in Zukunft noch intensiver bearbeiten müssen und wo es Zeit wird, dass wir die ideologischen Grabenkämpfe zuschütten und endlich Lösungen finden. Als da wären zum Beispiel, wie das Rentensystem nach 2025 aussehen soll, wie unser Gesundheitssystem aussehen soll, das uns jetzt in der Corona-Krise sehr gute Dienste geleistet hat. Das Thema Digitalisierung, bei dem wir zunehmend ins Hintertreffen geraten. Das Thema Bildung, das für die Freien Wähler immer schon wichtig ist und über unsere Zukunft entscheiden wird. Aber auch das Thema Klima- und Umweltschutz, wo wir jetzt endlich Lösungen finden müssen und nicht nur neue Ziele bekannt geben müssen. Ja, welche Dringlichkeit das Thema Klimawandel hat, das sieht man, wenn man mal raus in den Wald fährt und guckt. Hier hinter mir zum Beispiel stand vor 2 Jahren noch ein dichter Tannenwald. Die sind durch die Trockenheit alle abgestorben, die Tannenbäume. Und das heißt, der Klimawandel ist nicht etwas, was uns in ferner Zukunft irgendwann mal betrifft, sondern etwas, das heute schon passiert. Ja, und was das Ganze an der Stelle noch brisanter macht, ist, dass, wenn man weiß, dass der Wald ein sehr guter Wasserspeicher ist und dass genau hier das Trinkwasser für Laubach gewonnen wird. Und ich engagiere mich gerade deswegen bei den Freien Wählern und trete auch deswegen bei den Freien Wählern an, weil Freie Wähler über 60 Jahre lang in der Kommunalpolitik es gelernt haben, pragmatische und unideologische Lösungen zu finden. Und genau das brauchen wir jetzt nötiger denn je, auch für den Bundestag.